Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen leckeren Kartoffelauflauf bzw. Gratin mit Lachs und frischem Blattspinat. Dafür bereiten wir zunächst wieder alle Zutaten vor. Als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Danach habe ich hier noch 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, schälen und dann in möglichst gleich große Scheiben schneiden. Und zum Schluss noch 500 Gramm Lachsfilet in mundgerechte Würfel. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Als nächstes kommen die Kartoffelscheiben in die Pfanne, außerdem 200 ml Sahne sowie 300 ml Milch dazu gießen, einen gehäuften Esslöffel Eiweiß dazugeben und dann noch eine ordentliche Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Alle Zutaten anschließend einmal gut miteinander verrühren, dann zum Kochen bringen und unter gelegentlichem Rühren für 8 bis 10 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln nahezu gar sind und die Soße etwas andickt. Zum Schluss kommt dann nur noch der frische Blattspinat dazu, insgesamt 200 Gramm, einfach in die Pfanne geben und kurz unterrühren, bis der Spinat zusammengefallen ist. Danach die Lachswürfel in eine passende Auflaufform geben, die Kartoffelmasse vorsichtig darüber gießen und ein wenig in der Form verteilen und zum Schluss alles mit 150 bis 200 Gramm geriebenem Käse belegen. So kommt der Auflauf für 30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen, bis der Käse eine goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Lachs-Kartoffelauflauf anschließend aus dem Ofen holen, auf Tellern verteilen, eventuell mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.